Heute testen wir die Fanatec CSL DD Wheelbase von A wie Aufbau bis Z zur Ziellinie. In diesem sehr ausführlichen Review samt Rennstreckentest habe ich die CSL DD mit 5 verschiedenen Lenkrädern dem Härtetest unterzogen, um euch ein möglichst transparentes und objektives Feedback geben zu können. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Dieses ist nicht für den Verkauf bestimmt und wird von mir über einen längeren Zeitraum diversen Reviews und Vergleichstests unterzogen. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld. Bleibt bis zum Abspann dran, denn im Ausblick sprechen wir dann über weitere geplante Reviews rund um die neue CSL DD Wheelbase. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Die Fanatec CSL DD ist über die Fanatec Homepage um 349,95 € inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Versand vorbestellbar. Zum Zeitpunkt dieses Reviews ist das Verfügbarkeitsdatum laut Homepage mit Ende November 2021 gelistet. Inwieweit sich diverse Eigenschaften meines Testmusters vom finalen Endprodukt auch hinsichtlich der Software bzw. Firmware unterscheiden, das kann ich Stand heute, Anfang August 2021, noch nicht beurteilen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 2, dem Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Fanatec CSL DD Wheelbase, ein 90 Watt Netzteil, 4 Nutensteine für die Montage, ein USB-Kabel und die Kurzanleitung in unterschiedlichen Sprachen. Die Ware ist sauber in einer Retail-Verpackung verstaut und wird mit einem Überkarton geliefert. Beachtet, dass im Lieferumfang kein Lenkrad und keine Pedale enthalten sind. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die CSL DD mit Fanatec Podium, Clubsport und CSL Lenkrädern kompatibel. Ich habe meine Tests mit dem Clubsport BMW M3 GT2, Clubsport Formula Carbon, CSL Elite Meclan GT3, CSL Elite WRC und dem CSL Universal Hub durchgeführt. Wie sich diese unterschiedlichen Wheels in Kombination mit der CSL DD verhalten, das beleuchten wir dann im Kapitel Rennstreckentest. Ebenso kompatibel sind die gängigen Fanatec Pedale, Clubsport Shifter und die Handbremse. Die Kompatibilität mit der Montage am Rig wird über das übliche Fanatec Lochbild gewährleistet, welches die meisten Hersteller an ihren Rigs vorgesehen haben. Hier kommen dann die beigepackten Nutensteine zum Einsatz, die ihr dann von unten oder seitlich verschrauben könnt. Die dafür benötigten M6-Schrauben müsst ihr entsprechend eurer Rig-Voraussetzung in der passenden Länge selbst besorgen. In meinem Fall habe ich die Montage mit den Side Mount Support und dem Wheel Deck meines Swedish Rig Design Ultimate Rigs bewerkstelligt und habe dafür M6-Inbusschrauben mit 20 mm Länge verwendet. Achtet bei eurer Montage unbedingt auf die passende Schraubenlänge, um nichts zu beschädigen. Mit der optional erhältlichen Tischklemme kann die CSL DD am Schreibtisch befestigt werden. Diese Tischklemme, die stelle ich euch in einem späteren Review einmal vor. Das ebenso optional erhältliche Boostkit 180 ist mit der Fanatec CSL DD kompatibel und schaltet dann die maximale Power von 8 Nm Drehmoment frei. Auch dieses werde ich in den nächsten Tagen testen und reviewen und Vergleiche zur Basisversion mit 5 Nm ziehen.
Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität mit Plattformen und der Software. Die Fanatec CSL-DD ist uneingeschränkt für den PC kompatibel. Xbox-Kompatibilität ist dann gegeben, wenn du einen Xbox-zertifizierten Lenkradaufsatz von Fanatec verwendest. In meinem Fall habe ich die Xbox-zertifizierten Lenkräder McLaren GT3 und Elite WRC an meiner Xbox One S mit Forza Motorsport 7 getestet. Beachtet beim Konsoleneinsatz unbedingt, dass die LED- und Displayanzeige im Spiel meistens dunkel bleiben. In meinem erwähnten Testszenario bleibt das Display des McLaren Wheels in-game dunkel und beim WRC Wheel leuchtet nur kurz die Ganganzeige auf, wenn ich mit dem Shifter im Haarschaltungsmodus unterwegs bin. Die Drehzahl-LED des WRC Wheels blieb ebenso dunkel. Vollen Support dieser Ausstattungen, LED und Display gibt es ausschließlich am PC. Die CSL-DD Wheelbase ist nicht mit PlayStation kompatibel. In Sachen Spielekompatibilität liegt die Implementierung an den Softwareentwicklern. Bei Kompatibilitätsproblemen kann die CSL-DD in den CSW V2.5 Modus gesetzt werden und damit sollten die meisten gängigen Rennspiele mit CSL-DD unterstützt werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Power. In diesem Kapitel werde ich testen, inwieweit Fanatec's CSL-DD die versprochenen 5 Nm Drehmoment bereitstellt oder eben nicht. Bei maximal hochgestellter Power über das Fanatec Tuning-Menü und der Anwendung liegt ein Peak, das ist das Spitzendrehmoment, von 4550 Gramm gemessen mit einem Achsabstand von 10,5 cm an. Das ergibt dann umgerechnet ein Spitzendrehmoment von 4,7 Newtonmeter, das die CSL-DD in meinen Tests auf die Straße bringt. Hier liege ich unter Berücksichtigung der Messtoleranzen im Bereich der Werksangabe von 5 Newtonmeter. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Technik. Die Abkürzung CSL steht für die Modellreihe von Fanatec und DD heißt ausgesprochen Direct Drive. Direct Drive Wheelbases unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies eben auch im realen Motorsport der Fall ist. Die Positionsermittlung erfolgt durch einen kontaktlosen und somit verschleißfreien Hall-Sensor. Das maximal bereitgestellte Drehmoment der CSL-DD in der Basisversion um 349,95 € beträgt wie eben erwähnt etwa 5 Newtonmeter. Vor einigen Monaten habe ich ein Review hochgeladen, in welchem ich auf die Kräfteverhältnisse diverser Produkte eingegangen bin. Klickt bei Bedarf oben rechts den Link, um bei Interesse reinzugucken. Die Stromversorgung wird über ein 90 Watt Netzteil bereitgestellt. Im Standby ist dann ein Verbrauch von 3 Watt und unter Last bis rund um 20 Watt messbar. Die Kühlung erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Und die Wheelbase wird bei längerem Einsatz nur handwarm. Kommen wir zu Kapitel Nummer 7, die Abmessungen. Die CSL-DD ist ca. 16 cm breit und 16 cm hoch und die Länge beträgt 14,5 bzw. 23,5 cm inklusive Quick Release. Das Gewicht inklusive 4 Nutensteine liegt bei gut 5,5 Kilogramm. Die Nuten für die Befestigung basieren auf Nut 8 und sind an den Seiten mit 7 cm Nutabstand eingelassen und unterseitig sind 3 Nuten mit je 4 cm Abstand vorgesehen. Kapitel Nummer 8, der Quick Release. Über den Quick Release wird die Wheelbase mit dem Lenkrad verbunden. Dieser hat gut 38 mm Durchmesser und ist in der Aufnahme 36 mm lang. Der Quick Release ist mit einem USB-C-Stecker mit der Wheelbase verbunden und sitzt in einer Kunststoffhülse mit 30 mm Durchmesser. Diese wird mit einer geschlitzten Schelle aus Aluminium und einer M6 Inbusschraube geklemmt. Im Innenleben ist die Aufnahme für die Pins der Lenkräder. Und die Lenkräder werden mit dem bekannten Quick Release verbunden. Der Metallring des Lenkrads wird zurückgezogen und in Position gebracht, rasten die Kugeln dann in der Aufnahme ein, wenn man eben diesen Ring wieder loslässt. Beim SQR, das ist der Simplified Quick Release aus Kunststoff, erfolgt die Verbindung über die Überwurfmutter. Wie dies genau funktioniert, könnt ihr in meinen aktuellen Reviews zum McLaren bzw. WRC Wheel nachholen. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 9, die Ausstattung der Wheelbase. Frontseitig auf der CSL-DD Wheelbase sind 4 M6-Gewinde mit einer Tiefe von ca. 17 mm eingelassen. Rechts unten ist der Einschalt- bzw. Umschaltbutton verbaut. Kurz gedrückt halten schaltet die Wheelbase ein. Die rote LED signalisiert den Betriebszustand PC, grüne LED bedeutet Xbox-Modus und der CSW V2.5 Kompatibilitätsmodus ist mit der gelben LED aktiviert.
Mit einem kurzen Drücken schaltet ihr durch diese 3 Modi durch. Hältst du den Button 3 Sekunden lang gedrückt, dann schaltet sich die Wheelbase wieder aus. Auf der Rückseite sind die Strombuchse, ein USB-Anschluss, Data-Anschluss und die Peripherieanschlüsse für Shifter 1, Shifter 2, Pedale und Handbrake verbaut. Kapitel Nummer 8: Material, Haptik und Verarbeitung. Das Gehäuse besteht im Kern aus Aluminium und wird stirnseitig mit Kunststoffgehäuseteilen abgeschlossen. Der Quick Release ist aus Metall ausgeführt. Das Aluminiumgehäuse ist schwarz eloxiert und die angebrachten Kunststoffteile sind etwas abgesetzt und fühlen sich zweckmäßig, aber ordentlich an. Die Stecker rasten satt in den Buchsen ein und sitzen ordentlich. Die kompakt gehaltene CSL-DD fühlt sich schwer und solide an, wenn man diese in Händen hält. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder irgendein Klackern von der Wheelbase-Innenseite nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir in aller Ruhe Fernseh gucken will. Das hörbare Klackern, wenn man über Curbs brettert oder bei anderen Effekten, das kommt von der Verbindung des Metall-Quick-Releases der Lenkräder. Dieses ist nicht hörbar, wenn Lenkräder mit dem SQR aus Kunststoff zum Einsatz kommen. Kapitel Nummer 10, die Optik. Fanatec's CSL-DD wirkt optisch edel und unaufgeregt. Das Branding mit dem Fanatec-Schriftzug wurde an den beiden Seiten im Stil der Podium DD angebracht und frontseitig ist ebenso ein Fanatec-Schriftzug aufgedruckt. Auf der Rückseite nimmt das große F-Logo das Fanatec-Branding Platz. Die Wheelbase wirkt optisch sehr kompakt und die Kühlrippen sehen sportlich aus. Der Übergang vom Metallgehäuse zu den stirnseitigen Kunststoffabdeckungen ist optisch gesehen nicht störend. Zusammengefasst bietet die Fanatec CSL-DD einen wertigen Look im Understatement-Design. Nun geht's weiter mit Kapitel Nummer 11, Software und Tuning-Menü. Über die Fanatec Homepage kann der Treiber heruntergeladen werden. Ich empfehle diesen Schritt immer, auch wenn du auf Konsole unterwegs bist. Somit kannst du deine Wheelbase und die Lenkräder mit den neuesten Updates versorgen und die Firmware aktualisieren. Zu diesem Zweck reicht auch ein Notebook oder ein einfacher PC, um diese Updates durchzuführen. In meinem Fall verwende ich eine Beta-Software, die noch nicht dem offiziellen Treiber des Auslieferungszustandes entspricht. Sobald die CSL-DD dann an die Endkunden ausgeschickt wird, sollte der finale und somit offizielle Treiber zum Download auf der Homepage verfügbar sein. Wie üblich können Parameter direkt im Spiel über das Fanatec Tuning-Menü am Lenkrad angepasst werden. Die CSL-DD bringt im Werkszustand ein vereinfachtes Tuning-Menü mit, welches die Parameter Sensitivity, Force Feedback, Natural Damper und Breakforce mitbringt. Was diese Parameter bedeuten und welchen Effekt sie haben, das habe ich in einem ausführlichen Fanatec Tuning-Menü Review vor ein paar Wochen erklärt. Gleiches gilt auch für die Software FanaLab, mit der du am PC diverse Einstellungen vornehmen kannst. Es zahlt sich aus, wenn du dich damit beschäftigst und ich empfehle, diese beiden Reviews unbedingt anzugucken. Die Links hänge ich oben rechts mit rein. Kommen wir zum Kapitel 12, das ist das Hauptkapitel der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest einer Wheelbase kommen bei mir immer 4 Hauptszenarien am PC zum Einsatz. Es handelt sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem wirklich sehr gut kenne. Und so macht es mir möglich, hier Vergleiche zu ziehen. Ich nutze zwar so gut wie alle Anwendungen von Arcade bis Hardcore-Simulation, aber bei jedem Wheelbase-Test, da nehme ich mir R-Factor 2 und Assetto Corsa vor. R-Factor 2 nutze ich deswegen, weil es ein sehr realistisches Force-Feedback-Verhalten an den Tag legt und das in meinen Augen beste Reifenmodell bzw. eine sehr gute Reifenphysik wiedergibt. Assetto Corsa verwende ich für meinen Vergleichstest deswegen, da ich das sehr neutrale und transparente Force-Feedback-Verhalten äußerst schätze und dies zu meinen Präferenzen und Gewohnheiten wunderbar dazu passt. In diesem Test bin ich am PC via HP Reverb VR unterwegs. Das CSL-DD ist an einem SRD Ultimate Rig verbaut und die Motion wird von Simrig SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen Momo Lesmo und als Shifter verwende ich den TSS von Thrustmaster und den Fanatec Shifter sowie die Fanatec Handbremse. Als Pedale kommen in diesem Test die Fanatec CSP V3 Pedale zum Einsatz. Den Konsolentest habe ich auf meiner Xbox One S mit Forza Motorsport 7 auf einem 50 Zoll TV durchgeführt. Testszenario Nummer 1, R-Factor 2 mit dem Oreca LMP auf der Strecke Bridgehampton. Hier konzentriere ich mich auf die brüchige Strecke und dem Grenzbereich. In den Hochgeschwindigkeitskurven nach Start und Ziel gucke ich, wie sich das Force Feedback aufbaut.
Dieses baut sich schnell auf und der Peak, das ist das Spitzendrehmoment, ist am Anschlag klar, aber sehr schwach rauszuspüren. Der sehr schmale Grenzbereich des Orekas, der erfordert schnelle Lenkkorrekturen. Und hier provoziere ich absichtlich ein Untersteuern und Übersteuern, um dann diverse Lenkbewegungen abzufangen. Der Grenzbereich zwischen der Haft und der Gleitreibung ist sehr schwach ausgeprägt. Hier gilt es genau reinzufühlen, um den Haftungsabriss rauszuspüren, um eben die Grenzbereiche ausloten zu können. Der Übergang, wenn man neben der Strecke zurück auf den Asphalt fährt, der gelingt sehr smooth und ohne ruckeliges und klackerndes Verhalten. Mein Testszenario Nummer 2. Das ist R-Faktor 2 mit einem McLaren 650 GT3 auf der Strecke Bathurst in Australien. Da konzentriere ich mich immer auf das Reifenmodell und Verhalten beim starken Anbremsen nach den Highspeed-Geraden. Diese wellige Bodenbeschaffenheit ist sehr spürbar, aber durch das begrenzt zur Verfügung stehende Drehmoment von 5 Newtonmetern nur sehr schwach spürbar. Am Plateau oben über die Kuppe rechts, da merkt man das Leichtwerden des Fahrzeuges. Und weiter mache ich mit Testszenario Nummer 3, das ist Assetto Corsa mit einem Ferrari 488 GT3 auf der Strecke Highlands in Schottland. Bei diesem Szenario kümmere ich mich überwiegend um schnelle Kurven, wie sich das Force-Feedback aufbaut und wie fühlt es sich bei hohem Grip und Downforce an und wie lässt es dann in Rutschphasen nach. Weiters ist im Start-Zielbereich ein Kopfsteinpflaster verbaut. Hier ist ein leichtes Feedback spürbar und den Übergang von Haft- und Gleitreibung in den langgezogenen schnellen Kurven gibt die CSL DD ebenso wieder, aber der schmale Grenzbereich von 5 Newtonmeter lässt hierbei keinen großen Spielraum zu. Hier muss ich mich auch auf die akustische Rückmeldung der quietschenden Reifen verlassen. Testszenario 4 am PC, zum Abschluss immer die Königsdisziplin bei mir, Assetto Corsa, Nordschleife Porsche RSR 2017. Hier ist eben dann alles gefragt und die Nordschleife, die deckt jegliche Wheelbase und jegliches Verhalten auf. Gleich nach Start und Ziel, da konzentriere ich mich auf die Curbs, wenn man eben etwas drüber brettert und das Fahrverhalten. Das Force-Feedback gibt die Schläge der Curbs leicht und etwas gedämpft wieder. Die schnelle Linkskurve nach dem Schwedenkreuz simuliert den hohen Downforce, der mit knapp 5 Newtonmeter klarerweise nur leicht vernehmbar ist. Im Karussell, da achte ich, ob man rausspürt, wie sich diese Betonplatten, die aneinander gesetzt sind, verhalten. Hier spüre ich, dass es zwar stumpfe Schläge gibt, aber nicht direkt, dass die Platten aneinandergereiht sind. Und auf der langen Gerade der Döttinger Höhe, da achte ich, ob sich ein Oszillieren des Wheels aufschaukelt, aber hier ist alles im grünen Bereich. Testszenario Nummer 5, im Konsolentest ändert sich an den Erfahrungen mit PC sehr wenig. Forza Motorsport 7 bringt ein ordentliches Force-Feedback-Verhalten, das etwas arcade-lastiger ist, an das Lenkrad. Die Effekte sind gut spürbar, aber wie erwähnt in Sachen Power deutlich beschränkt. Kapitel Nummer 13, die Lenkradwahl. Die Wahl des Lenkrads entscheidet, wie viel Power einer Wheelbase am Lenkradkranz ankommt. Hier spielt auf der einen Seite das Gewicht in Sachen Trägheit eine sehr große Rolle. Und der zweite Aspekt ist der Lenkraddurchmesser. Hier kommt das Hebelgesetz zum Tragen. Je größer der Lenkraddurchmesser, desto größer der Hebelweg zur Lenkradachse. Somit bleibt dann am Rim weniger Kraft übrig, um dem Drehmoment der Wheelbase entgegenzuwirken. In diesem Punkt gilt es, die geringe Bandbreite von bis zu 5 Newtonmeter unbedingt zu berücksichtigen. Einen guten Mix aus Lenkradgröße und Gewicht bietet in meinen Augen das sehr leichte CSL Elite WRC Lenkrad. Durch das geringe Gewicht bleibt dies sehr agil und der Lenkraddurchmesser lässt von den 5 Newtonmetern an der Achse ein noch leicht spürbares Force-Feedback am Rim übrig. Gleiches gilt auch für den leichten CSL-Hub, den ich in diesem Review mit einem sehr leichten Carbon-Wheel von Acelit betreibe. Bei dieser Kombination und auch dem WRC-Wheel schlug der Simplified Quick Release aus Kunststoff etwas an der Transparenz des Antriebs, aber in diesem Kraftbereich empfinde ich dies nicht als großen Nachteil. Das Clubsport Formula Carbon bringt einen kleineren Durchmesser, aber mehr Gewicht mit sich. Von den 5 Newtonmeter Drehmoment bleibt etwas am Rim übrig, wenngleich das Wheel etwas schwerfälliger als die beiden vorher genannten Wheels performt. Mein McLaren Wheel betreibe ich mit dem Quick Release aus Metall, der das Gewicht erhöht und ebenso etwas träger wirkt. Den Durchmesser von 30 cm würde ich als absolutes Maximum für eine Wheelbase mit knapp 5 Newtonmeter beurteilen. Hier wird dann das BMW M3 GT2 Wheel zu groß und mit um die 2,2 Kilogramm deutlich zu schwer. Am Lenkrad bleibt dann so gut wie keine Kraft mehr übrig.
da der Hebelweg einfach zu groß ist. Und mit dieser Masse von über 2 Kilogramm ist die Trägheit zu groß und im Gegenzug die Agilität zu gering. Kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 14, die Cons. Erster negativer Aspekt ist für mich ein kleines Detail. Ich würde die Nutensteine durch solche mit Kugel und Feder ersetzen. Diese bleiben in Position, auch wenn die Wheelbase etwas schief bzw. vertikal gehalten wird. Somit rutschen die Nutensteine dann nicht mehr nach hinten raus und gerade dann, wenn man die CSL-DD am Rig mit den Sidebrackets verschrauben will, kann dies von Vorteil sein und die Montage erleichtern. Zweiter negativer Aspekt ist der Quick Release, den ich mir bei der CSL-DD im Podium-Design gewünscht hätte. Gerade bei einem Direct Drive Wheel soll die Übertragung von Motor zu Lenkrad möglichst spielfrei gehalten sein, um alle Effekte zu transportieren. Hier wäre der Gummiring, welcher durch eine Überwurfmutter in die Lenkradaufnahme gequetscht wird, ein in meinen Augen guter Ansatz. Dieser macht bei Podium zwar keinen perfekten, aber noch brauchbaren Job und den hätte ich eben bei CSL-DD gerne mitgenommen. Der für mich größte Nachteil ist die sehr begrenzte Power von um die 5 Newtonmeter. In diesem Kraftbereich zählt jedes Zehntel an Drehmoment und hier vermittelt die Fanatec CSL DD im Basiszustand einen für mich zu stark gedrosselten Eindruck. Spürbare und sehr transparente Effekte einer Direct Drive Wheelbase erfordern im Gegenzug ein gewisses Maß an Power, das bei einem Drehmoment von 5 Newtonmeter nicht mehr gegeben sein kann. Kapitel Nummer 15, die neutralen Aspekte. Den Preis von knapp 350 € stufe ich als neutral ein. Dies ergibt sich aus dem Mix der negativen Aspekte und den im nächsten Kapitel folgenden Pros. Das Erlebnis auf der Rennstrecke mit 5 Newtonmeter hinterlässt ebenso einen neutralen Eindruck bei mir. Auf diesen Punkt möchte ich dann aber im Fazit näher eingehen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 16, die positiven Aspekte. Das Potenzial von Direct Drive ist eindeutig den Pros zuzuordnen. Dies bietet Zukunftssicherheit und verbessert die Langlebigkeit verglichen mit Riemen Basis, wenn eben die Elektronik über viele Jahre mitspielt. Die passive Kühlung bringt einen weiteren Vorteil mit sich und die Diskussion in puncto Lüftergeräusche, die hat sich für immer und ewig erledigt. Nächster Vorteil ist die Kompatibilität mit dem riesigen Ökosystem von Fanatec. Nach wie vor sind selbst Lenkräder der ersten Clubsport-Generation wie mein altes Formula Carbon oder BMW Wheel kompatibel. Ein weiterer Vorteil hinsichtlich der Kompatibilität ist die Montagelösung. Nutensteine bieten sehr flexible Möglichkeiten und diese ins Kühlrippendesign zu integrieren, ist eine in meinen Augen geniale Lösung der Designer. Das Design eben ordentlich den positiven Aspekten zu, ist aber klarerweise eine rein subjektive Beurteilung. Ein wiederum objektiver Aspekt ist die geringe Baugröße. Du kannst bei Bedarf deinen Monitor sehr nahe positionieren, da die Bautiefe der CSL-DD sehr klein ist. Und ein letzter positiver Aspekt ist das Fanatec Tuning Menü, welches komfortable Anpassungen im Spiel, sprich in-game, erlauben. Nun geht's weiter mit Kapitel Nummer 17, dem Fazit. Vor dem Fazit eine Info. Um wie gewohnt objektiv wie möglich testen zu können, habe ich die CSL-DD ausschließlich im Basiszustand getestet. Erst nach diesem Review folgt dann der Test mit dem optional erhältlichen Boost Kit 180. Nur so kann ich rückmelden, was ihr zu einem Preis von 349,95 geboten bekommt. Auf den Punkt gebracht ist die Fanatec mit CSL-DD der Einstieg in die bezahlbare Direct Drive Liga gelungen. Die Schattenseite dieses Releases ist das in meinen Augen in der Basisversion zu stark gedrosselte Drehmoment. Und dies lässt das Potenzial eines Direct Drive Antriebes nur an der Oberfläche erahnen. Deutlich zur Geltung kommen kann ein Direct Drive Antrieb im Bereich von 5 Newtonmeter Drehmoment in meinen Augen, das ist eine subjektive Meinung, nicht. Gerade in diesem Kraftbereich zählt jedes Zehntel an Drehmoment Power. Die damalige CSL Elite Base brachte mit 6 Newtonmeter um 20% mehr Kraft an die Achse und in meiner Erinnerung war dies deutlich spürbar. Warum Fanatec diesen 5 Newtonmeter Ansatz gewählt hat, das sei dahingestellt. Potenzial hat diese Wheelbase aber deutlich mehr. In den anderen Punkten liefert Fanatec mit der CSL-DD eine solide Leistung ab und stellt in Sachen Zukunftssicherheit die Weichen. Mit Fanatec Podium DD ist damals der Einstieg in die Direct Drive Wheel Welt von Fanatec gelungen und Fanatec setzt dies mit CSL-DD in meinen Augen fort. Kapitel Nummer 18, die Kaufempfehlung für jede Zielgruppe. Zielgruppe Nummer 1.
Du bist Fanatec CSL Elite oder CSW V2.5 Besitzer, dann empfehle ich dir unbedingt abzuwarten, bevor du deine derzeitige Wheelbase verschleuderst. Meine CSL Elite wird hervorgeholt und ich liefere euch einen objektiven Vergleichstest mit CSL DD in nächster Zeit. Erst dann kann ich euch handfeste Infos liefern, ob sich ein Umstieg für euch lohnt oder ihr besser bei euren CSL Elite oder CSW Wheelbases bleiben solltet. Zielgruppe Nummer 2. Du willst Fanatec CSL DD kaufen, um die Power des realen Rennsports simulieren zu können. Dies ist mit CSL DD nicht möglich. Hierzu benötigst du Kräfte ab 12 bis 15 Newtonmeter aufwärts und musst zu einem anderen Modell greifen. Zielgruppe Nummer 3. Du hast ein Budget von maximal 350 bis 400 Euro und willst in die Direct Drive Wheel Welt einsteigen. Dies ist an dieser Stelle nicht möglich. Zu den 350 Euro für CSL Elite DD kommen bei Fanatec für das günstigste Lenkrad derzeit 200 Euro und für Pedale mindestens 80 Euro dazu. Inklusive Versand benötigst du dann ein Mindestbudget von ca. 650 Euro, um mit CSL DD auf der Rennstrecke loslegen zu können. Zielgruppe Nummer 4. Du besitzt ein Lenkrad im Bereich Thrustmaster T300. Auch diese Klasse habe ich bereits ausführlich getestet und reviewed. Klickt hierzu den Link, um das Review der Einsteiger Wheelbase und Mittelklasse nachzuholen. Ein Umstieg von Thrustmaster T300 zu CSL Elite DD in der Basisversion zahlt sich in Sachen Power nicht aus. Wenn du den Umstieg aufgrund des Antriebs in Betracht ziehst, wirst du keinen Wow-Effekt erleben. Hierzu ist wie erwähnt die Power von 5 Newtonmeter zu gering, um die Transparenz eines Direct Drive Antriebs voll ausspielen zu können, um deutliche Unterschiede zu merken. Zielgruppe Nummer 5. Du besitzt die Speerspitze von Thrustmaster à la TGT oder TSPC Racer. Dann warte meinen Vergleichstest ab. Vor kurzem habe ich das TGT2 ausführlich reviewed und klarerweise wird es auch hier einen Vergleichstest zu CSL DD geben. Zielgruppe Nummer 6. Du bist Logitech G25, 27, 29, 923 Nutzer und willst upgraden. Das Upgrade zu CSL DD wird für dich deutlich spürbar sein. Ein Logitech Wheel bringt etwa 2,5 Newtonmeter Drehmoment an die Achse und der Kraftzuwachs verglichen zu CSL DD ist damit mehr als deutlich. Ebenso deutlich wirst du den Unterschied deines gewohnten Zahnradantriebs und einer Direct Drive Wheelbase wahrnehmen. Alles wird dir sehr glatt und sehr smooth vorkommen. Und mit DD rappelt nichts in der Kiste und du wirst erleben, wie fein und präzise dein Simracing-Erlebnis in Zukunft sein wird. Zielgruppe Nummer 7. Du überlegst mit dem Einstieg in die Fanatec Direct Drive Wheel Welt und weißt nicht, ob du zu CSL DD oder doch zu Podium greifen solltest. Wie ihr wisst, bin ich seit Release unter anderem auch mit Podium DD1 unterwegs. Inwieweit sich dieser Vergleich mit CSL DD aber lohnt oder nicht, das müsst ihr mir zuerst rückmelden. Unterm Strich sind CSL DD und Podium DD in anderen Kraftdimensionen und auch in ganz anderen Preisdimensionen unterwegs. Der Vergleich würde in meinen Augen stark hinken, aber postet dies bitte in den Kommentaren mit rein, ob ihr da etwas sehen wollt oder eher nicht. Vor dem spannenden Ausblick möchte ich mich für euren Support bedanken. Wenn du mich unterstützen willst, dann kann ich dies leider nicht über Affiliate-Links eines Herstellers anbieten. Eine objektive Berichterstattung ist meinen Augen dann unmöglich, wenn man über Affiliate-Links bei den Verkäufen des Herstellers mitverdient und das lehne ich ab. Nutzt bitte die anderen Möglichkeiten in meiner Videobeschreibung unterhalb dieses Videos, wie PayPal, Patreon oder über den Amazon Affiliate Link, über welche ihr alle Produkte kaufen könnt und mir Amazon paar Euronen an Provision ausspuckt. Doch nun geht's weiter mit Kapitel Nummer 18, das ist der spannende Ausblick. Direkt nach diesem Review stecke ich das Boost Kit 180 an. Das werde ich in den nächsten Tagen testen und reviewen. Ein weiteres Fanatec Review wird sich um die neuen CSL Pedale samt Clutch Kit kümmern. Die Table Clamp bin ich euch auch noch schuldig geblieben und wird in einem der kommenden Reviews dann eingebaut. Wie versprochen wird's Vergleichstest zwischen Fanatec CSL DD und der damaligen CSL Elite geben und auch der Vergleich zu Thrustmaster TGT2 erwartet euch in den nächsten Wochen. Weitere Projekte wie der in diesem Review gezeigte Lenkradaufsatz von Azelite, neue Magnetikshifter von Simracing Machines und eine Teppichunterlage für euer Rig von Speedy Rugs, die sind in Planung. Vielen Dank fürs Dabeisein und vergesst nicht zu liken, lasst gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen.
Liebe Grüße von eurem Ron.